Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Bei mir dreht sich heute alles um unreine Haut. Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr unreine Haut bekommen und bekämpfe sie, und zwar tagtäglich. Und möchte dir jetzt meine allerbesten Hausmittel vorstellen und meine Routine für schöne, reine Haut einmal zeigen. Zuerst reinige ich mein Gesicht und dann öffne ich die Poren mit Hilfe eines Dampfbads und da gebe ich Meersalz rein. Ein Meersalzdampfbad hilft einfach, die Poren zu öffnen, und das Meersalz dringt schon in die Poren ein und reinigt sie schon ein bisschen. Und wenn du das dann so 5 bis 10 Minuten gemacht hast, dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Dann sind die Poren schön geöffnet und dann mache ich weiter mit einem Peeling. Da kann man natürlich jedes beliebige Peeling nehmen. Hier geht es bei mir heute aber um Hausmittel. Und deshalb nehme ich ein Backpulver-Peeling. Dazu gebe ich einfach ein bisschen ganz normales, handelsübliches Backpulver in eine Schüssel und ein bisschen warmes Wasser dazu. Es wird sofort aufschäumen, also es reagiert sofort miteinander. Und Backpulver hat die Eigenschaft, dass es eben den pH-Wert neutralisiert und dabei helfen kann, die Talgproduktion zu regulieren der Haut. Denn das kann eine Ursache sein für Unreinheiten. Dann peele ich mir damit das Gesicht ab. Das Backpulver ist sehr, sehr fein und dringt in die Poren sogar ein. Diese schäumende Konsistenz reinigt dann die Poren aus, neutralisiert den pH-Wert und man wird danach viel weniger Talg auf der Haut haben. Anschließend das Gesicht natürlich abwaschen und einmal gut trocknen und dann geht es weiter mit meiner selber gemachten Anti-Pickel-Maske. Das ist wirklich ein absolutes Highlight gegen Pickel und die könnt ihr auch immer, wenn ihr Lust habt, getrennt von dem Rest anwenden. Das ist wirklich eine absolute Feuchtigkeits- und Reinigungsbombe. Hier reibe ich zuerst eine Gurke sehr fein oder die kann man auch zerstampfen. Dann gebe ich Haferflocken dazu. Gurke neutralisiert auch den pH-Wert, genau wie Haferflocken. Und außerdem haben Haferflocken noch die Eigenschaft, dass sie Talg aufnehmen können. Das heißt, es trägt den Talg von der Haut ab und nimmt es in sich selber auf. Aspirin habe ich dazu getan und zerstoßen. Aspirin hat ja eine entzündungshemmende Wirkung und das kann auf der Haut auch sehr, sehr hilfreich sein, weil es Rötungen einfach mindert und die Haut regeneriert. Aloe Vera und Arganöl noch dazu. Aloe Vera tötet Aknebakterien und Arganöl ist das absolute Wundermittel, weil es desinfiziert und die Heilung der Haut ankurbelt. Ich vermische alles recht gut und trage mir diese ganze tolle Gesichtsmaske dann auf der Haut auf. Sie ist sehr dickflüssig, es ist wie eine breiige Masse. Man kann es mit den Fingern oder mit dem Löffel auftragen oder wenn du hast, auch mit dem Pinsel, wobei das, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger durch diese breiige Konsistenz. Es lässt sich aber gut aufarbeiten und dann 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und dann natürlich gut abspülen und dann merkt man schon, wie glatt die Haut geworden ist. Sie fühlt sich so rein an und trotzdem so mit Feuchtigkeit versorgt. Und zum Abschluss kommt noch ein Fruchtsäure-Peeling sozusagen. Es ist einfach nur Zitrone auf einem Wattepad. Und damit gehe ich mir wirklich über die Stellen, die betroffen sind, die gerötet sind. Auf gar keinen Fall aber bitte über offene Stellen gehen. Zitrone hilft eben auch sehr, sehr gut gegen Pickel. Es wirkt antibakteriell und gleichzeitig hat dieses Fruchtsäure-Peeling ein bisschen einen Bleichungseffekt. Das heißt, du kriegst damit Pickelmale weg und du kriegst damit diese roten Flecken weg, die eben nach Pickeln oft noch übrig bleiben und dann geht es eben schneller. Zum Abschluss kann man sich dann noch eine Feuchtigkeitspflege auftragen, die man sehr gerne mag. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Hyaluronsäure mit Arganöl nochmal angemischt und habe es mir in die Haut eingearbeitet. Schön auch immer richtig einmassieren, richtig von innen nach außen arbeiten. Das aktiviert den Lymphfluss und so kann die Haut besser atmen, kann sich besser selber reinigen und du arbeitest quasi das Produkt besser in deine Haut dann auch ein. Und bei mir ist es echt so mit meinen Unreinheiten, ich kämpfe und tue alles, um meine Haut schön zu halten. Immer wieder kommen neue Unreinheiten, aber ich merke einfach durch diese Anwendung und durch so eine regelmäßige Pflege gehen die Pickel schneller weg, sie heilen schneller ab, sie hinterlassen weniger starke Male. Und die Haut regeneriert sich einfach schneller und das ist extrem wichtig, wenn man gerade dazu neigt, dass die Haut immer wieder neue Pickel produziert, dann ist es wichtig, dass die schnell abheilen und einfach so schnell wie möglich wieder weg sind. Und das erreiche ich mit meiner Pflege wirklich. Die Haut spannt nicht, die Haut fühlt sich nicht trocken an und auch nicht, sie wird nicht rissig oder sie schuppt sich nicht ab oder so und das ist extrem wichtig.
Oft ist es ja so, wenn du dir irgendwelche Anti-Pickel-Cremes in der Drogerie kaufst, dass die einfach zu stark sind auch. Da meint man immer, man tut was Gutes für die Haut, wenn man die Haut so extrem austrocknet, weil man denkt, okay, Pickel sind irgendwie, haben mit zu viel Feuchtigkeit zu tun in der Haut, aber das ist genau der falsche Ansatz. Denn auch trockene Haut kann Pickel produzieren. Das sind einfach Talgablagerungen oder verstopfte Poren oder es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Aber auf jeden Fall ist Feuchtigkeit immer wichtig für die Haut. Auch wenn sie zu Pickeln neigt, darf sie nicht ausgetrocknet werden. Das ist extrem wichtig. Und deshalb habe ich jetzt auch nach meiner Pflege nochmal Hyaluron und Arganöl in die Haut eingearbeitet, weil es einfach meiner Haut hilft, sie mit Feuchtigkeit versorgt. Hyaluron gleichzeitig polstert auch noch ein bisschen auf. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und nur eine Haut, die wirklich komplett schön mit Feuchtigkeit versorgt ist, versucht ja auch nicht ständig nochmal selber Talg nachzuschießen, um den Feuchtigkeitshaushalt auszugleichen. Das ist ja das Problem, wenn man sie zu sehr austrocknet. Also man muss sie natürlich reinigen, man muss sie auch desinfizieren, was wir mit Arganöl auf jeden Fall auch machen. Man muss aber auch sie weiterhin mit Feuchtigkeit versorgen, weil sie sonst den Talgfluss mehr anregt und dann natürlich noch mehr Pickel entstehen können. Ich mache diese Reinigungsroutine, so nenne ich sie jetzt mal, Anti-Pickel-Routine, mache ich jede Woche oder alle 2 Wochen einmal so komplett. Aber einzelne Teile davon mache ich auch so mal unter der Woche zwischendurch, weil ich einfach merke, dass es mir extrem hilft und dass die Haut davon wirklich schneller wieder schön wird, wenn man Unreinheiten bekommen hat. War jetzt irgendein Tipp dabei, ein Hausmittel, das neu für dich war gegen Pickel? Schreib es mir in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Und damit verabschiede ich mich von euch jetzt schon wieder. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Abonniert mich gleich, schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!